Hallo Freunde, herzlich willkommen zum vorerst letzten Video dieser Videoserie, was die einzelnen Komponenten angeht. Heute nochmal der Absetzkipper-Container inklusive dem Absetzcontainer. Wir bauen ihn heute zusammen. Ich habe es wieder, wie auch die letzten Videos, schon vom großen und von den anderen zwei Containern in Module unterteilt, damit ihr euch das Ding hier nochmal im Detail angucken könnt, wie es zusammengebaut ist und wie es dann auch funktioniert, dass ihr das selber hinkriegt. Nicht groß drum rumreden, der Container und der Container werdet jetzt beide alles noch sehen. Passt wie gesagt genau auf den Kameraden hier. Viel Spaß beim Zusammenbauen und legen wir los. Beim Absetzkipper ist die Basis die zwei Schienen, die auf dem LKW wachsen, und der Haken. Liftarme, ganz normal. Hier vorne mit 2xL. Verbindung zur Stabilisierung. Hier stecken so eine grauen Dinger drin. 2x Pin, 1x Kreuz, Dreierachse. Der Haken hier oben ist baugleich mit den anderen Containern. So eine abgewinkelten 4er hier, 5er Achse drin. Da ist, wie gesagt, die sind überall gleich, die müssen ja auf denselben LKW passen. Auf das Ding drauf kommt die Ansteuerung fürs Absetzen. Bestehend aus einer Platte, ganz normal. Dann haben wir hier so eine Verbinder, einmal hier reingesteckt und einmal da reingesteckt. In der Mitte sind die Achsen durchgeführt. Das sind, glaube ich, auch wieder 10er Achsen hier. Wenn sie zu kurz sind, werdet ihr es ja sehen. Und dann hier zwei Liftarme, ganz normal. Die werden hier vorne, das wird in der Mitte aufgelegt, ne? Das passt eigentlich schon durch. Wird hier vorne angesteckt. Diesen 3 schwarzen Pins. Ist ein bisschen Friemelei, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich, dass das nicht unbedingt alles butterweich reinläuft. Vor allem die schwarzen, habe ich das Gefühl, sind momentan ein bisschen bockig, wenn man die nicht genau mittig trifft. Weil das sind halt so eine Dinger hier. Aber Licht. Ich glaube, mit meiner Beleuchtung muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ne? Das ist hier so ein um die Ecke Pin, sage ich jetzt mal dazu. Und die sind immer ein bisschen schwierig zu treffen. So. Ja. 2 von 3 habe ich drin. So. So. Haben wir das. Als nächstes bauen wir schon mal die rechte Schiene dran. Das hier ist die eine Aufnahme für den Aktuator, der dann hier den Arm bedient. Das hier hinten ist die Stabilisierung dann für die Füße hinten und die Bedienung für den Haken hier oben. Ansonsten sind das hier einfach Liftarme nebeneinander und die vorbereitende Verbindung zu dem hier unten. Hier hinten stecken schon zwei so eine grauen drin, also hier zweimal grau Pin und einmal Kreuz. Das wird dann hier eingefügt. Muss ich mal gucken, dass ich das dann treffe. So. Das Ding muss ins dritte Loch hier. Ganz wichtig. Ja, hier vorne. Blau, leer, Achse. Seht ihr aber auch an, wenn er dann auf dem Video zählt, der Pin muss hier ganz hinten landen. Hier in der Platte, der letzte. Ja, also der Pin landet hier und hier vorne liegt es an. Zack. Und hier hinten, das ist dann an dem Haken dran mit dem schwarzen, und damit ist dann auch die Führungsschiene für den LKW hier unten fixiert, dass die dann parallel läuft. Als nächstes nicht vergessen, das Mittelteil. Das sind einfach nur 5 Liftarme mit zusammengesteckt und dann die blauen hier schon wieder vorbereitet. Die kommen einfach daneben. Die kriegt ihr später nicht mehr rein, deswegen müssen die jetzt mit rein. Und danach selbe Spiel, andere Seite. Das ist dieselbe Schiene. Das hier hinten ist der Haken, der hat keine große Ansteuerung dran.
Ja, das ist einfach hier so eine Achsen dran. Wie gesagt, hier sind graue Pin drin, dann kommt hier so ein hellgrauer Verbinder. Dementsprechend ist das hier in der Mitte dann eine 1, 2, 3, 4, eine 5er Achse. So ein Dreier, immer Querkreuz und 2 Löcher dran. Und dann mit einer so einem Pin hier oben. Ne? Das ist der Haken. Das hier ist noch Alibi, damit es schön aussieht. Selbes Spiel wieder hier vorne treffen. Dritter Pin wird hier reingeschoben. Ich fange hier vorne an zu zielen. Pin 1, 2, 3, 4. So, hier ist das, müssen wir noch einfädeln. Hier hin. Und jetzt geht es auch darum, die Pins hier zu treffen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Erwischt und dann können wir es zusammendrücken. Und Unterseite nicht vergessen, die Schiene muss hier dran. So. So, na, jetzt ist das Ding fertig. Haken ist bedienbar. Die Schienen auf dem LKW sind dran, der Haken ist dran. Haben wir das. Als nächstes brauchen wir hier hinten die Füße, dass das Ding dann beim Abladen den Steh-Off-Manual macht. Dann haben wir hier hinten die Füße dran. Lichter kann man dran machen, muss man aber nicht, aber ich finde, sie gehören dazu. Hier unten stecken zwei so eine Teile drin mit den Pins und das ist nur wieder hier drauf gesteckt. Verbunden wird es über so einen abgewinkelten hier vorne. Das hier sind analog hier vorne beim Haken. Das sind eine abgewinkelten. Bloß in Gelb. 2 Stück nebeneinander. Die auch nochmal. Also es sind 4 Stück, so eine 3x3 L abgewinkelten Arme. Und das, was hier rausguckt, der Huckel hier, genauso wie hier drüben, das sind so eine 3x5er analog dem hier oben. Es ist spiegelverkehrt, das ist gespielt. Das hier und das hier drüben ist exakt dasselbe. Das Ding, was hier drin ist, was man hier raus und reinfahren kann, ist nur das. Wir haben hier so einen Fuß, beweglich, 2 so eine Teile und so eine kurze, ist auch schon Zahnstange. Die steckt hier drin und ist einfach nur mit so einem schwarzen Zahnrad hier angedingst. Und hier steckt so eine rote, so eine graue Achterachse mit Anschlag drin. Das 30 hier sind 5er Achsen mit Anschlag. Lässt sich einfach besser montieren, dann rutscht das nicht so raus. Und die Achterachse, die graue hier vorne, die kommt hier drüben wieder an. Damit das von dem einen Fuß zum anderen, dass die 2 Füße links und rechts parallel runterlaufen. Steckt alles hier auf so einem grauen L-Arm. Und das, in dem Fall ist es jetzt der rechte, drehen wir das rum, wird hier hinten ja, mit demselben Knick hier dran gemacht. Ja, nehmen wir hier oben die 3 Pins. Hier unten ist noch einer, der reingemacht werden muss, damit das richtig funktioniert. Und Vorsicht, aber bevor das richtig zusammendrückt, müsst ihr es nochmal rumdrehen. Denn das hier muss auch in den hier mit eingefügt werden. Das geht schlecht, wenn er das oben schon festmacht. So, na, der gehört dort rein. Also das hier oben, alles drin, können wir das festdrücken, zack. Achse wieder nachschieben, hat es ein bisschen nachgegeben, das ist normal. Hier nochmal. So. Ja, und jetzt habt ihr hier den Fuß schon mal. So. Dasselbe Spiel auf der linken Seite. Ist exakt dasselbe, nur wie gesagt spiegelverkehrt gebaut. Und die Verbindung von der Seite auf die Seite hier rüber ist nichts anderes, als dass hier noch 2 so eine Verbinder sind und hier Mitte eine graue Dreiachse und so ein Zahnrad drauf. Dann kann man hier das Ding bedienen. Ansonsten ist das Ding genau dasselbe wie das, bloß halt andersrum. Wir bauen das also entsprechend genauso dran. Ich stecke diesmal zuerst das hier unten dran, dann brauche ich dann diese rumfriemeln. Und dann ziehe ich das Ding an hier. Es sind ziemlich viele Teile, die getroffen werden müssen, von daher ist es manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man eins hat, dass das andere wieder rausrutscht, aber das kriegt ihr hin. So, ja, hier oben habe ich jetzt drin, das passt und der da unten drin, der passt auch, also kann ich das jetzt hier zusammenschieben. So, so und so.
drücken wir das ganze Ding hier wieder zusammen, damit hier nicht absteht. Natürlich vorher darauf achten, wenn er das macht, dass die beiden Füße hier dieselbe Stelle haben, die das eher draußen, eher drinnen ist, weil sonst klappt das, wenn er hier dreht. Die müssen ja dann logischerweise synchron fahren, sonst funktioniert das Spiel nicht. So. Zum Thema Synchron beim nächsten Teil auch wieder drauf achten. Wir brauchen die Arme, wo dann letztendlich die Ketten dranhängen, einen links und einen rechts. Aktuator ist klar. Jeweils zwei so eine gelben Halben, wie ihr das hier vorne auch drin hattet oder vorne am Haken. Gelenkt, damit das hier funktioniert. Die Außenseite ist hier roten Pins und L-Arm ist die eine Seite, die andere Befestigung ist dann, wie gesagt, hier vorne das. Ansonsten ist hier kein großes Geheimnis dran. 15er Liftarme. Das hier oben ist mit Drehbar mit so einem grauen Pin gemacht, dass hier wirklich das Spiel drin ist. Und hier an der Seite auch nur mit so einem gelben L-Arm. Vierer hier, einer hoch, ist dann hier der Fuß, damit das Ding da steht. Also hier ist nichts groß dran, das steht einfach hier oder da, je nachdem, dass man das Ding dann hochziehen kann. Jetzt wie gesagt, wenn er die einbaut, dasselbe Ding hier ist spiegelverkehrt, ansonsten genau dasselbe. Ihr müsst darauf achten, dass das von dem einen und von dem anderen, dass die wirklich auch exakt gleich stehen, dass die dann zum Schluss beim Hoch- und Runterfahren auch synchron laufen. So, machen wir das mal so rum. Das Ding hier vorne wird bis vorgeschoben. Und was ihr jetzt hier auch drauf achten müsst, wie rum ihr das macht, ist letztendlich egal. Entscheidend ist aber, dass ihr im Verhältnis zu diesem Zahnrad auf beiden Seiten diese grauen Zahnräder hier, tada, die müssen ja hier rein, sonst lässt sich ja über die Achse das Ding hier ansteuern, dass ihr die auf die beiden selben Seiten macht. Also nie eins hier rein und eins da rein. Ja, sonst wird es nicht. Der Einfache halber mache ich das jetzt, schiebe ich das hier mit drauf auf die Seite. Ja. Dann schieben wir das hier durch, die Seite, und das hier weiter. Und jetzt wird es gefriemelt, weil es muss hier vorne getroffen werden. Wir müssen die ganzen Pins hier, der hier oben, so. Zack. Mit Schwung hat es nachgegeben. So. Jetzt ist der erste dran. Und der zweite auf der anderen Seite macht genau dasselbe. Hier wie gesagt darauf achten, das Zahnrad habt ihr jetzt, in meinem Fall habe ich das jetzt links von der Ansteuerung, also muss ich das auch auf der anderen Seite links hin machen. Weil die Achse ist ja miteinander verbunden. Und wenn ich das auf die falsche Seite mache, dann dreht das eine, also dreht immer eins gegen das andere und dann klappt dann gar nicht mehr. So. Jetzt geht die Friemelei auf der Seite nochmal los. Ich muss alles treffen. Ja. So. Zack. So. Na, seht schon, habt es. Zack, zack. Na, die zwei Arme müssen synchron sein. Wenn ich jetzt. Hier hat es nachgegeben. Macht aber nicht. Ich bin hier an der Schiene hängen geblieben. Die wird einfach hier wieder rangeklipst und dann passt das wieder. Wenn das hier nie gleich ist mit der anderen Seite, dann würden die hier nie parallel stehen und damit würde der Container dann schief am Kran hängen, beziehungsweise klappt der dann auf das Hoch runter nie. So, jetzt können wir hier unten noch die Füße rausklappen. So, und dann steht das Ding schon so, wie wir es brauchen. Was jetzt noch fehlt, sind die Zahnräder hier vorne dran. Einer links, einer rechts. So. Damit ist unser Absitzkipper auch schon fertig. Und hier könnt ihr jetzt dran rüber spielen. So, aber was brauchen wir noch? Absitzkipper ist schön.
aber es wäre ein Absetzkipper und einen passenden Container. Bestehend aus unten im Panel, hier im Rahmen mit 3 so einen 5er Liftarm, selbe Spiel hier drüben auch. Der Haken hier unten ist nicht anders als so eine Achsverbinder und so ein Dreier, verbunden mit so einem blauen auf jeder Seite. Liftarme hier außen. Also hier ist nicht groß. Das hier unten, damit das steht, was ich hier sehe, die Pins, die hier dran sind, das hier sind so eine 5x3er L-Liftarme. Die halten dann auch die Seiten, ja, weil die Seite selber hier ist eigentlich nur, die steckt nur hier unten dran. Und die Ketten selber werden wieder hier an der Seite mit so einem flachen Pins festgemacht. Ansonsten ist hier an dem Container eigentlich auch nicht groß dran. Genau. Passender LKW dazu habe ich bei mir auch im Programm, findet ihr ja. In dem Sinne, viel Spaß beim Zusammenbauen, beim Nachbauen, beim Neuerfinden, was auch immer. Bis zum nächsten Mal und tschüss.